Herzlich willkommen hier aus dem San Siro in Mailand. 5. Spieltag der Champions League steht an. RB Leipzig gegen Inter Mailand morgen Abend um 21 Uhr. Wir sind schon im San Siro vor Ort. Die Mannschaft im Hintergrund ist schon da. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir auch ein bisschen spät dran. Die Mannschaft hat uns abgehängt auf der Fahrt hierher. Und deswegen gehen wir direkt mal nach vorne. Wir haben gleich Benny Henrichs bei uns im Interview. Stellen ihm noch ein paar Fragen vor dem wichtigen Spiel morgen. Denn wir wollen natürlich die ersten Punkte in dieser Champions League-Saison einsacken. Das ist das ganz klare Ziel. Und wir sind gespannt, was Benny uns zu erzählen hat. Für uns RB Leipzig eine Premiere. Tolles Stadion, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und was auch beeindruckend ist und interessant, tatsächlich ist es in Mailand kälter als in Leipzig. Das ist überraschend, deswegen auch die dicke Jacke hier an. Denn tatsächlich hat es hier nur knapp 5 Grad. In Leipzig war es fast schon wieder etwas sommerlich. So, wir schauen gleich mal, wie es Benny Henrichs hier gefällt im San Siro, was er zu sagen hat und natürlich auch, wie er das Spiel morgen sieht, wie er den Gegner sieht und was uns morgen hier erwartet. Die Mannschaft macht wie gewohnt hier den Pitchwalk. Das Warm-up war bereits heute Vormittag in Leipzig. Und jetzt das übliche Ritual vor so einem Matchday. Morgen den Rasen schon mal kurz unter den Füßen spüren. Die Jungs quatschen. Letztes Mal hat uns Baumi schon erzählt in Glasgow, dass das dann doch auch sehr, sehr unterschiedliche random Themen sind. Und wir sind gespannt, was Benny Henrichs, worüber er so spricht, am Matchday -1 vor dem wichtigen Spiel morgen. So, und jetzt, wie versprochen, haben wir bei uns Benny Henrichs am Tag vor dem Matchday gegen Inter Mailand. Benny, schön, dass du da bist, dir Zeit nimmst. Hey. Bisschen frisch hier, oder? Ist doch Italien. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, es wird ein bisschen wärmer. Ja, es ist kälter als erwartet. Aber ich glaube, wenn man hier ins Stadion kommt, ist schon geil. Ich glaube, so ein großes Stadion haben wir selten drin gespielt, auch tatsächlich. Hat einfach Bock dann zu spielen, auch wenn es so kalt ist. Also auch für dich, der schon viele Stadien gesehen hat, beeindruckend, oder? Also ist ja wirklich beeindruckend. Und morgen Platz für 75.000 Zuschauer. Ja, absolut. Also ich hatte meine erste Länderspielreise auch hier in Italien. Also dem war ich nie wieder hier, aber bei der Länderspielmaßnahme war schon echt gute Stimmung. Und ich denke mal, morgen wird es dann auch so sein. Das Ziel für morgen ist, glaube ich, klar. Ne? Wir wollen die ersten Punkte in der Champions League-Saison. Deswegen, was wir uns alle fragen, wie kriegen wir das morgen hin gegen eine starke Mannschaft aus Italien? Ja, ich glaube, dass wir ja, gerade was das Kreieren von Chancen angeht, einfach ja, ein bisschen kreativer sein müssen, dass wir ja, gerade die letzten Pässe zu den Torchancen besser ausspielen müssen, vielleicht auch ruhiger spielen müssen im letzten Drittel, nicht alles so forcieren. Und ja, defensiv haben wir es bis zum Hoffenheim eigentlich ganz gut gemacht, aber ja, die letzten Wochen sind nicht so einfach, aber wir haben uns viel vorgenommen, wir wollen auf jeden Fall gewinnen morgen und dafür geben wir alles. Baumi hat uns im Celtic Park so ein bisschen verraten, worüber er mit seinen Teammates auf dem Platz spricht. Über was quatscht ihr so oder was habt ihr heute gesprochen? Wir haben mit André geredet, der hat ja hier gespielt bei AC und gefragt, ob das neben unserer Bank direkt VIP-Plätze sind. Waren wir uns nicht ganz sicher, weil das kennen wir so auch nicht. Und was wir halt immer von Videos sehen, wenn AC oder Inter ein Tor geschossen hat, ist Inter dem Tor immer so die Kurve ziemlich nah oder von den Plätzen aufgestanden, alle an die Zäune gelaufen. Kennen wir so auch nicht aus Deutschland und haben wir nochmal nachgefragt. Morgen über 2000 RBL-Fans hier in Mailand. Vielleicht kannst du noch mal direkt in die Kamera sagen, was wir alle brauchen, um morgen die ersten Punkte zu holen und was du dir von den Fans morgen wünschst. Ja, Unterstützung, genau wie es letztes Mal auch war in Glasgow. Auch wenn der Spielverlauf dann nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben, auch wenn wir verloren haben, haben wir es auf dem Platz mitbekommen. Wir haben uns unterstützt und das brauchen wir morgen auch wieder. Super, Benny. Wir wünschen euch viel Glück, viel Erfolg und hoffen auf die ersten Punkte. Danke. Vielen Dank. So, kurzer Cut. Wir sind in der Kabine. Wie so oft einen Spieltag vorher wird hier erstmal alles reingeschoben, alle Kisten. Hier weiß man noch gar nicht, welches Trikot hängt. Vielleicht saß ich hier am Platz von Šeško oder Openda. Mal schauen, wessen Trikot hier morgen hängt. Auf den Kisten hier alle sämtliche Shirts und Hosen, Stollen, alles hier vor Ort. Aber natürlich sieht es morgen ein bisschen glamouröser aus, wenn dann hier die Trikots unserer Jungs hängen. Ordentlich Snacks hier aufgebaut werden, Getränke, alles da ist, um perfekt ins Match reinzustarten. Leider haben wir jetzt auch noch keinen der Jungs hier versteckt, deswegen können wir euch leider auch gar nicht mehr mit auf den Weg geben, was hier noch so passiert. Und auch unsere Zeugwerte sind auch schon anderweitig beschäftigt. Aber morgen gibt es natürlich mehr zu sehen, wie der Matchday Locker Room dann aussieht.
So, da sind wir auch schon am Ende von unserem kleinen Einblick hier im San Siro. Wie schon erwähnt am Anfang, wir hatten heute nur ein bisschen weniger Zeit als das letzte Mal, weil die Mannschaft ganz schön schnell hier im San Siro vor uns war. Benny hat uns gerade schon erzählt, was er so besprochen hat auf dem Rasen, was er denkt, was wir morgen brauchen für die ersten Punkte gegen Inter Mailand. Wir freuen uns morgen auf 75.000 hier im San Siro, eine tolle Kulisse und hoffen natürlich, dass ihr uns zu Hause und auch hier vor Ort die Daumen drückt. Schreibt uns wieder in die Kommentare, was ihr denkt, wie das Spiel morgen ausgeht. Wir werden dann mal checken im Nachgang, wer am nächsten dran war. Und ansonsten schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut.